Sonic, the heart of your system. So, Teil 2 unseres PC-Bauvideos, meines PC-Bauvideos. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie mein alter PC aussah. Mein absolutes Prachtexemplar, den werfen wir raus, ersetzen wir mit allem dem, was hier auf dem Tisch liegt. Im letzten Video haben wir auch kurz gezeigt, was für ein Gehäuse, also wir verwenden das O11 Dynamic, dafür einen speziellen Ausgleichsbehälter. Der liegt jetzt hier, ist schon befüllt, ist dicht, haben wir getestet, passt alles. Jetzt reden wir über die Hardware, die letztendlich in dem PC landet. Basis ist ein X299 Board, also damit ist schon mal die Plattform enthüllt, die wir verbauen. Das Board hatte ich schon vor längerer Zeit bei mir mal auf dem Kanal gezeigt mit der Overclocking-Anleitung. Ich habe damals gesagt, ich will das mal irgendwann in meinen Rechner bauen und das war auch mein absoluter Ernst, weil ich mag dieses Board von der Optik her und von der Funktion her hat es mich eigentlich auch überzeugt. Also es ist auch nicht so teuer, ist auch natürlich einer der Gründe, die damit reinspielt, weil 700 € Board, naja, muss nicht unbedingt sein, also wem es gefällt, natürlich, aber ich finde das Board eigentlich für den Preis und für die Funktion sehr schön. Die Spannungswandler haben eine sehr, sehr gute Qualität bei dem Board. Also es sind diese International Rectifier Spannungswandler, die sehr kühl bleiben. Das Board hat normalerweise eben das Problem, dass der Kühlblock für die Spannungswandler ein bisschen zu klein ist, aber wir bauen einen Monoblock drauf und dann spielt es keine Rolle mehr. Dann ist das Board eigentlich von allen Problemen quasi befreit. So, auf das Board kommt dann eine 729X, werde ich gleich auch noch köpfen dürfen. Ich hoffe, ich mache sie nicht kaputt. Nein, kriegst du hin. Ja, das ist auch das Spannende. Das ist ja der gleiche, der in deinem Rechner auch verbaut ist. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Weil sie macht ja auch viel Videoschnitt und da braucht man CPU-Power. Und wir haben auch einen speziellen Heatspreader. Kannst du auch mal kurz zeigen. Das ist ein spezieller Heatspreader, den habe ich mir dafür für mich, für mein eigenes System gemacht. Ja, hol den ruhig mal raus. Und das ist ein Silber-Heatspreader. Das heißt, er ist wirklich aus purem Silber, CNC gefräst, dann vernickelt. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, pure Silber-Heatspreader, die sind ein bisschen besser von der Leistung als ein reiner Kupfer-Heatspreader. Kupfer-Heatspreader hat, ich sag mal, 15 bis 20% schlechtere Wärmeleitfähigkeit als pure Silber. Also das ist wirklich 99% Silber, nicht so Sterling-Silber oder sowas. Und das Problem war aber, wenn wir nur Silber verwendet haben, nicht beschichtet, dann hat sich da das Flüssigmetall irgendwann so ein bisschen nicht reingefressen, aber es ist halt ausgetrocknet. Das haben wir dann gemerkt, wenn wir die Silber Heatspreader nehmen und wir vernickeln die, chemisch vernickeln, also nicht galvanisch vernickeln, das ist auch ganz wichtig, dann passiert das nicht mehr. Und das ist jetzt auch bei den aktuellen oder bei den letzten Ultra-CPUs, die wir bei Caseking gemacht haben, 8700K Ultras zum Beispiel, die sind alle mit Silber Heatspreadern, aber vernickeltem Silber. Und dann habe ich oben auch wieder mein schönes Logo, die 8, also mein neues Logo, reingraviert mit dem Laser. Und den Heatspreader packen wir jetzt auf die CPU. Falls ihr jetzt fragen würdet, warum machst du kein Direct Die? Direct Die geht eben in Verbindung mit einem Monoblock nicht. Das ist eben die Problematik und weil ich trotzdem die besten Temperaturen haben wollte, habe ich gedacht, okay, dann mache ich mir eben einen eigenen Heatspreader, dann ist die Wärmeabfuhr noch ein kleines bisschen besser. Dann haben wir eine RTX 2080 Ti Asus Strix, hatte ich im letzten Video auch schon erwähnt. Die bekommt erstmal keinen Wasserkühler, weil ich leider einfach noch keinen Wasserkühler dafür habe. Und weil ich die Grafikkarte auch häufiger wechsle bei mir zum Testen, deswegen bleibt die Luft gekühlt, aber es ist ja eine Strix, die hat einen richtig ordentlichen Kühler, die wird auch nicht so laut, von dem her habe ich damit ehrlich gesagt auch kein Problem, wenn die Luft gekühlt in meinem Rechner bleibt. Dann haben wir G.Skill Trident Z RGB RAM, also 4 Sticks, insgesamt 32 GB. Das ist auch so ein Punkt, mein alter Rechner, der hatte ja noch DDR3 RAM, also ist noch ein bisschen älter gewesen. Und da hatte ich insgesamt 4 Module und 16 GB. Und 16 GB war bei Videoschnitt echt zu wenig. Also da war bei Adobe war es immer voll gefüllt. Und ich glaube auch, dass das Ganze meinen Videoschnitt auch, beziehungsweise das Rendern am Ende immer ein bisschen verlangsamt hat, weil der RAM immer voll war. Ich habe auch einen Test schon mal gemacht, also ich habe auf meinem alten PC zum Beispiel Cinebench schon mal laufen lassen, habe ein Testvideo gerendert, habe die Zeiten gestoppt. Und ganz am Ende, wenn dieser neue Rechner fertig ist, dann werden wir mal vergleichen, wie sich die Leistung verändert hat. Also wie viel schneller ist dann mein neuer Rechner verglichen mit dem alten. Dann wären wir noch von Samsung. Jetzt werden wir es nicht mehr von Samsung. Was werden wir von Samsung verbauen? Dann werden wir noch von Samsung eine 69 Evo NVMe SSD verbauen. Und zusätzlich werden wir noch eine Intel Optane verbauen, damit wir dann die 6 TB Festplatte beschleunigen können. Genau, denn ich habe auch mal vor 2-3 Wochen, oder sogar schon ein bisschen länger her mittlerweile, ein Video zu der Intel Optane gemacht auf dem
Z370 Board von Gigabyte war das. Und ich war echt begeistert von der Intel Optane. Also die Intel Optane ist einfach komplett unterschätzt und wurde von meiner Sicht aus auch komplett falsch angegangen, was das Marketing betrifft. Denn die Optane, wenn man die verwendet, um das Betriebssystem zu beschleunigen, dann macht es einfach heutzutage keinen Sinn, weil wir verwenden alle SSDs oder NVMe-SSDs, die sind schnell genug, da braucht man das nicht. Aber wir können eine zweite Platte nehmen, also die 6 TB HDD, die verwende ich ja für meine ganzen Videos und so weiter. Und diese Platte können wir mit der Optane beschleunigen. Damit ist eben die HDD fast so schnell wie die SSD und kostet einfach deutlich weniger. In dem ganzen System werden wir auch nur einen Radiator verbauen, und zwar einen EKPE. Da haben wir dann auch 3 EK-RGB-Lüfter drauf. Und auch hier ist wieder das Platinmuster zu sehen. Genau, also Muss ja auch schön passen. richtig, passt auch zum Rest. Wir haben auch nicht nur darauf das Muster, sondern auch tatsächlich auf dem Monoblock. Das war so ein bisschen eine Frage, ob das gut aussehen wird oder nicht, gerade weil wir das unten auch noch über die Abdeckung von, ja, da stand mal MSI drauf, ist so eine Aluminiumabdeckung, auch da haben wir es drüber gelasert. Aber ich glaube, es sieht eigentlich am Ende ganz geil aus. Sogar die Pumpe haben wir mit dem Design gemacht. Das sehen wir aber wahrscheinlich erst im nächsten Video, wenn wir dann alles einbauen, also die komplette Wasserkühlung. Jetzt köpfen wir erstmal die CPU, beziehungsweise du darfst das machen. Ja. Genau, dann packen wir da den neuen Heatspreader drauf, montieren den Monoblock, montieren die SSDs, montieren den RAM. Also wir bereiten das komplette Bundle vor, dass das schon mal fertig ist für den Einbau. Und im nächsten Video wird dann wahrscheinlich der komplette Wasserkühlungszusammenbau kommen. Aber jetzt erstmal CPU köpfen. So wie gewohnt, Skylake X köpfen ist ja schon fast ein alter Hut. Hat sie auch schon mal gemacht. Das heißt, wir haben den Deliday mit X, natürlich. Das ist der eigentlich immer bei mir im Hintergrund zu sehen war. So eine kleine Trophäe, die ich behalten habe. Weil einfach so, das ist eigentlich der erste, den wir fertig gemacht haben. Also der erste, den wir produziert haben. Den habe ich behalten. Und den verwenden wir jetzt, um den 729X zu köpfen. Das heißt, ganz normal wie üblich, CPU entsprechend dem Dreieck in den Deliday-Mate legen. Genau. Und dann können wir auch schon anfangen, die Schraube zuzuschrauben. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die mir da gerade einfällt. So, das habe ich schon mal im Q&A-Video angeteasert, wie wir zwei uns eigentlich kennengelernt haben. Habe ich eine Nachricht bekommen auf Facebook, weil sie ihren 729X köpfen wollte oder einen geköpften 729X haben wollte. Sie wollte einen geköpften von mir haben und ich dachte mir so, verliere ich jetzt gleich eine Niere oder ist das irgendwie ein Trick, ja? Ja. Ja, nee, das ist wirklich, also, das ist lustig. Sie wird dafür krass unterschätzt, aber sie kennt sich mit der ganzen Sache halt richtig gut aus. Und deswegen darfst du jetzt auch die CPU köpfen. Ich baue jetzt mal die Kamera kurz um, dass wir ein bisschen näher dran sind. Genau. Nachdem wir die CPU geöffnet haben, entfernen wir natürlich erstmal Wärmeleitpaste. Vorsichtig, damit wir die kleinen Teile außen nicht beschädigen, die SMD-Widerstände. Da machen wir demnächst übrigens auch mal ein Video dazu, wie man die Teile wieder auflötet. Beziehungsweise ich habe das schon ein paar Mal gemacht bei CPUs, die ich repariert habe. Da gibt es an der Seite eben die kleinen Widerstände, die hier sind zum Beispiel. Manche davon sind für den RAM, manche davon für Grafikkarten, je nachdem welche fehlen. Wird dann zum Beispiel ein RAM-Stick nicht erkannt oder die Grafikkarte nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof und deswegen müssen wir da auch sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen machen wir jetzt auch erst die ganze Wärmeleitpaste ab. Danach kommt Nagellack über die SMD-Bauteile und erst danach, wenn der Nagellack trocken ist, machen wir auch den restlichen Kleber von der Platine ab, weil dann sind die SMD-Teile schon mal ein bisschen geschützt. Ist das überhaupt der gleiche Nagellack? Die auf meine Nägel? Ja. Nee, aber man sieht, ich mag die Farbe, weil es halt ähnlich ist. Und wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass dir rot gefällt. So, jetzt warten wir erstmal, bis der Nagellack getrocknet ist, damit wir dann danach den Kleber abmachen können. Und den Heatspreader brauchen wir jetzt nicht sauber machen, da wir ja den anderen darauf machen. Ansonsten müssen wir den auch noch sauber machen.
Nachdem ich den Kleber jetzt entfernt habe, werde ich jetzt noch mit dem Cleaner 601 den Chip und den Heatspreader von innen reinigen. Dann nehme ich das Flüssigmetall mit einem Wattestäbchen und trage es dann damit auf den Chip auf. Ist einfacher, das damit zu verteilen, als wenn man das direkt aus der Tube macht. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Silikon auf diese 4 Flächen zum Fixieren und schaut euch bitte diese wunderschöne Silikontube an. Also wunderschön an der Seite aufgeschnitten, weil der Rest schon eingetrocknet ist. Dann setze ich jetzt den EHS hier oben wieder drauf. Dann legen wir die CPU hier wieder rein und machen das hier noch oben drauf. Dann lassen wir jetzt die CPU jetzt circa eine halbe Stunde trocknen und dann bauen wir noch das ganze Bundle zusammen. So, die CPU ist getrocknet. Holen wir die wieder raus aus dem Delete iMate und packen die gleich mal in den Sockel. Das Besondere bei der CPU ist jetzt, beziehungsweise bei dem Heatspreader, man sieht, der ist deutlich größer als ein Originaler. Ich habe es mal ausgerechnet gehabt, habe es jetzt aber wieder vergessen. Aber es waren so um die 15 bis 20% mehr Auflagefläche als beim Originalen. Das heißt, rein theoretisch können wir mehr Wärme abführen bei dem. Es ist es aber so, dass beim Monoblock, das ist mir erst danach aufgefallen, also beim EK Monoblock ist nur diese runde Fläche, die Auflagefläche auf die CPU. Das heißt, der größere Heatspreader bringt jetzt gar nicht so viel, sondern eher nur die Tatsache, dass es eben ein anderes Material ist, also dass wir Silber verwenden. Das ist der gleiche Monoblock, den ich schon mal montiert hatte in dem Overclocking Guide. Aber das macht nichts, den packen wir jetzt gleich wieder drauf. Aber erstmal CPU in den Sockel. Wärmeleitpaste nehmen wir Cryonaut. Es tut mir schon ein kleines bisschen weh, jetzt auf diesen schön gravierten Heatspreader Wärmeleitpaste aufzutragen, aber ja, letztendlich zählt die Leistung. Muss nicht perfekt sein, der Anpressdruck regelt sowieso den Rest. Das Gute ist, dass die Wärmeleitpads auf dem Monoblock schon drauf sind, muss ich nichts mehr zuschneiden. Jetzt kommen noch schnell die 4 RAM-Riegel rein. Übrigens bei RAM-Riegeln ab und zu mal, wenn ihr die gerade ausbaut, wechselt, unten die Kontakte reinigen. Das könnt ihr auch mit dem Cleaner 601 machen. Also mir passiert es eben oft, dass ich die anfasse unten, gerade wenn ich die immer teste. Ich weiß, man sollte es vermeiden, das macht dem RAM nichts aus. Also der geht ja nicht kaputt, aber die Kontakte, die oxidieren ein bisschen und wenn man das wieder sauber macht, da takten die sich tatsächlich ein bisschen besser. Also wenn man wirklich sich ins Limit vortastet beim RAM, Kontakte sauber machen hilft da immer ein bisschen. Jetzt verbauen wir noch schnell die Optane und die Samsung Evo. Die Optane kommt hier oben rein und die Samsung hier unten. So, damit wären wir fertig mit dem Bundle. Ist alles soweit erstmal vorbereitet. Damit sind wir auch fertig für dieses Video. Wenn ihr natürlich seht, wie die Anschlüsse hier positioniert sind, könnt ihr auch schon erahnen, wie die Tubes später verlaufen werden. Aber das
sehen wir im nächsten Video. Dann machen wir den vollständigen Zusammenbau. Das heißt, ja, Bundle einbauen, Grafikkarte einbauen, die komplette Wasserkühlung, Hardtubing machen und das alles. Und ja, damit sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Tschüss! Entferne ich jetzt noch mit dem Cleaner 601 den Chip und den Heatsplitter von innen. Hast du gerade gesagt, entferne ich den Chip von innen? Entferne ich? Ja. Ja, was müssen wir auch machen. Oh Mann! Hast du gesagt, entferne ich den Chip von innen nicht, oder? Oh Mann! Ich hasse es.